Ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Wir werden uns hier unten rechts an diese Stelle dran machen, wo die Kuhweide hinkommen soll. Da ist noch gar nicht ausgestaltet. Das ist nur ganz leicht vorbereitet hier. Die Felsen müssen auch noch gemacht werden. Ja, und steinintensiv, das kann ich euch versprechen, wird es auf jeden Fall auch. Also bleibt auf jeden Fall dran und schaut euch hinterher das Endergebnis an. Wir starten das Ganze hier mit 3 Bildern. Das musste ich in dem Fall so tun, weil ich mich hier überall immer abstützen musste und meine Teile hinlegen musste. Ja, so sah das erste Bild aus. Dann hatte ich hier einen großen Fortschritt gemacht an der Felswand. Mit der Begrünung auf jeden Fall erstmal richtig gut gearbeitet und den Slopes natürlich auch. Und zum Schluss dann hier natürlich noch so ein bisschen hier den Randstreifen bis zum oder den Übergang von der Wiese und den Felsen hoch. Ja, ich glaube, so können wir das definitiv erstmal lassen. Ich fahre noch mal einmal kurz hier ein bisschen mit der Kamera umher. Ja, ich glaube, das kann man wirklich so lassen. Ihr seht, jede Noppe ist belegt, manchmal zweifach, dreifach. Und auch hier der Schlitz dieser Ecke hier ist mir, denke ich, einigermaßen gut gelungen. So können wir das definitiv erstmal lassen. Jetzt heißt es hier definitiv an die Fläche dran zu gehen. Und da werden wir ganz, ganz viele helle Blätter benötigen, um hier diese, ja, ihr seht, das Zickzack da rauszukriegen, denn wir wollen es ja richtig schön rund und gewölbt haben, damit das hier hinterher richtig gut aussieht. Also, auf geht's! Jetzt einmal im Speedbild von dieser Seite aus, damit ihr was seht und ich aber auch noch dran komme. Ja, jetzt heißt es hier, den Zaun langsam zu setzen und die Begrünung dementsprechend zu machen. Noch 2 Bäume wollte ich ja dahin machen. Ja, und jetzt nehme ich den Zaun manchmal wieder weg, manchmal wieder hin. Das muss einfach ganz gut passen mit den Blättern hier, damit alles ganz gut abgedeckt ist und deshalb wieder dran und wieder vor. Aber ich glaube, guckt mal, wir kommen so ein bisschen der Sache näher und das kommt mir doch so vor, als wenn es wie in Wirklichkeit ist. Ich denke, dass ich das bis hierhin ganz erstmal gut gelöst habe. Der Zaun schmiegt sich ganz gut hier in die Landschaft ein und diese Rundung, ja, wir nehmen so ein bisschen nochmal das Geradlinige hier raus, finde ich eigentlich richtig klasse. Auch hier auf dieser Seite der Abschluss zur Straße mit dem Grün und dem Schild 50 darf nur im Tunnel gefahren werden. Ja, ich finde das richtig gut gelungen bis hierhin erstmal. Jetzt können wir uns hier weiter dran machen. Das heißt, den zweiten Baum hier erstmal setzen und dann natürlich die Fläche hier machen mit diesen ganzen Blättern, natürlich mit ein paar Farbnuancen wieder drin, ganz klar. Und natürlich der Zaun, der muss auch noch dann ein bisschen weitergezogen werden. Aber erstmal die Blätter. Weiter geht es hier an dieser Stelle mit dem Zaun. Ja, ihr kennt das von der anderen Seite. Den Zaun wieder kurz anlegen, kurz wieder wegnehmen, kurz wieder dran halten. Ja, so ist das nun mal. Und die Begrünung mit ein paar Farbnuancen rein. So ein paar braune Stellen müssen da natürlich dann auch gesetzt werden. Zeige ich euch ganz zum Schluss auf jeden Fall. Ja, und jetzt werde ich hier noch so einen kleinen Trog hinbauen und eine kleine Pumpe. Das zeige ich euch gleich auch noch mal ein bisschen näher im Detail. Und weiter geht's hier mit der Begrünung. Ja, ich würde sagen, wenn wir so weitermachen, haben wir fast schon hier gleich die erste Hälfte fertig. Nicht ganz, aber fast. Aber dann gehe ich mit der Kamera auf jeden Fall gleich nochmal sofort eben rum. So langsam fängt es auch an, dass bei mir die Finger wehtun, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Kleinteilige ist schon ganz schön, ja, haha. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Hier zeige ich euch einmal den Trog und die Handpumpe einmal. Ich denke, das ist gar nicht so schlecht gemacht erstmal. Man kann es auf jeden Fall erkennen, denn die Kühe müssen ja auch mal hin und wieder was trinken. Essen können sie ja. Ja, das sieht doch gar nicht so übel aus, würde ich sagen. Das heißt, jetzt hier diese ganze Fläche weiter zu gestalten und den Zaun auch natürlich weiterzuziehen. Und da mache ich mich jetzt auf jeden Fall erstmal dran. Es ist da auch nochmal viel zu tun. Stell die Kamera nochmal ein bisschen auf eine andere Seite. Und jetzt würde ich sagen, ran hier, damit wir hier den Zaun noch weiterziehen und hier die Begrünung weitermachen. Ich glaube, wenn ich heute das Vorher-Nachher-Bild mache, das wird ein ganz krasser Unterschied werden, bin ich fest von überzeugt. Also ja, ich bin echt gespannt. Ich glaube auch, dass bis jetzt mindestens 250 Blätter hier schon verbraucht worden sind. Da gehe ich einfach mal ganz stark von aus. So, und was jetzt noch fehlt, sind natürlich ein paar Kühe. Ich wollte nur 4 platzieren, nicht, dass das Ganze hinterher zu überladen wirkt. Ich mache doch jetzt erstmal hier einen Kameraschwenk einmal her. Was meint ihr dazu? Ich glaube, das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, und zu steil ist das Ganze hier auch nicht mit der Weide, wenn man sich das hier mal ganz genau anschaut. Das ist ja immer nur eine Plate-Unterschied als Steigung. Und ich glaube, das ist schon richtig okay. In den Alpen gibt es das manchmal oben auf den Almen auch, dass die Kühe doch schon richtig steil dann stehen. Was mir aber gut gefällt, ist dieser Schwung hier des Zauns, damit wir hier so ein bisschen, ja, die Geradlinigkeit hier auch rauskriegen. Auch wenn man von oben guckt, egal aus welcher Kameraposition hier,
ich finde das soweit richtig klasse. Ja, und diese Weide, die Kühe werden letztendlich hier, da wird die Weide schmaler werden und hier über die Schienen können die Kühe dann auch gehen. Ist nicht das erste Mal, gibt es überall sowas und von daher ist das nur ein Teilstück einer Weide. Zu dem großen Teil werden wir irgendwann mal später kommen. Kommen wir zum heutigen Vorher-Nachher-Bild. Haltet euch fest, ich finde, es sieht richtig stark aus. Achtung, das ist vorher und jetzt. Ja, ich denke, das hat was heute und das werde ich auch definitiv so lassen. Es war sehr viel Arbeit, die Felsen, den Hang hoch, die Wiese, den Zaun, ja und letztendlich alles noch schön. Und die Pumpe natürlich auch mit dem Trog. Ja, ich glaube, das hat sich heute richtig gelohnt. Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich finde es erstmal soweit vollkommen okay. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und ich denke, hier muss eine Basebed hin. Dann können wir hier den Felsen so ein bisschen rumziehen, hier um diese Platte hier. Ein bisschen die Kuhweide weiterziehen, eventuell auch ein paar Schienen verlegen. Oder hier oben, das ist die andere Alternative. Aber ich würde eher fast sagen, hier unten ist es definitiv besser. Also, ich würde sagen, bis nächsten Donnerstag 18:30 Uhr und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.